Herzlich willkommen zurück. Heute fangen wir mit etwas Neuem an. Und zwar wollen wir jetzt in Kotlin ausprobieren, was Packages eigentlich sind, beziehungsweise wie man importieren kann. Und dazu habe ich hier mal ein richtiges neues Projekt angelegt. Das heißt nicht ein Projekt, wo wir einfach nur quasi alles in verschiedene Dateien schreiben und jede Datei ist ausführbar. Nein, so sollte es eigentlich nicht sein. Theoretisch braucht man eine einzige Datei, die ausführbar ist. Und das ist die Main-Datei normalerweise. Ja, und das wollen wir gerade mal so erstellen. Das heißt, wir sagen, also ich habe hier erstmal ein New Kotlin Project gemacht. Das haben wir, glaube ich, schon ganz am Anfang schon so gemacht. Und jetzt gehen wir hierher und sagen Kotlin File. Okay, ja, jetzt können wir hier einfach sagen, okay, das ist mein main.kt und go. So, und jetzt kann ich hier einfach meine Main eingeben und habe schon Steuerung Leertaste ist übrigens der Shortcut. Und jetzt kann ich hier schon direkt sagen, okay, ich möchte hier ganz gerne einfach ein Printline Hello World machen. Jetzt denken wahrscheinlich gerade viele, hey, wir machen eigentlich gerade Rückschritte und keine Fortschritte. Aber das tun wir eigentlich nicht. Wir geben hier einfach Hello World aus. So. Jetzt haben wir hier eine Datei für meine Main-Funktion. Ja? In diese Datei solltet ihr normalerweise nicht wirklich viel mehr reinschreiben, außer die Hauptlogik des Spiels. Oder nicht unbedingt des Spiels, sondern die Hauptlogik von allem. Also da muss quasi das rein, was euer Hauptcode beinhaltet. Also alles muss aufgebaut werden, sodass das Ganze läuft. Jetzt hat man aber natürlich normalerweise noch viele weitere Klassen und Objekte und Interfaces und so weiter und so fort. Und die lagert man normalerweise aus in einzelne Dateien. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine Klasse User reinschreiben. Ja? Und diese Class oder diese Kotlin-Datei enthält wirklich nur die Klasse User, also Class User. Da steht jetzt schon was drin. Hier war vorher nichts drin. Und hier können wir jetzt tatsächlich sagen, okay, ich hätte ganz gerne irgendwelche Eigenschaften, zum Beispiel func_die, ja? Die macht erstmal nichts und macht eigentlich gar nichts, außer print undead. Okay, das ist jetzt relativ simpel, die kann nicht wirklich viel, aber ja, ihr könnt da selbstständig irgendwas Großes draus schreiben, da bin ich sicher. Und wir wollen jetzt hier eigentlich Folgendes tun. Wir wollen hier sagen, okay, wir benutzen diesen User, wir erstellen User auch in unserer Main-Kotlin-Datei. Das können wir jetzt unter Umständen sogar schon einigermaßen machen. Und zwar können wir hier sagen, hey, ich hätte ganz gerne eine Variable oder sagen wir ein Value oder wir nennen ihn einfach mal User vom Typ User, wer hätte gedacht, ist gleich User. So, und jetzt haben wir uns einen User erstellt und wir können hier zum Beispiel aufrufen, dass unser User stirbt. User.die. Okay, was jetzt passiert ist, I'm dead hello world, klar, natürlich, wir haben uns einen User erstellt und dieser User wurde automatisch importiert. Das ist anders wie jetzt zum Beispiel in Java, das ist anders wie in vielen Programmiersprachen, denn automatisch habe ich das hier importiert, was im selben Paket drin ist, ja. Das heißt, ich kann hier so viele Klassen, Interfaces und so weiter und so weiter und so fort verwenden, wie ich möchte in der Main-Datei. Ich kann aber auch hier zum Beispiel in user.kotlin kann ich sagen, ich möchte hier noch viel mehr schreiben und zum Beispiel andere Klassen verwenden. Häufig werdet ihr jedoch sehen, dass solche Dinge hier nochmal unterklassifiziert sind. Es reicht nicht, dass da wirklich einzelne Klassen in einzelne Dateien ausgelagert werden und dass es eben noch weitere Dateien gibt, die dann auf diese Klassen zugreifen. Nein, normalerweise werdet ihr sehen, okay, wir haben verschiedene Packages. Und Packages sind, Pakete, wie man so sagt. Es handelt sich dabei quasi um logisch getrennte Dinge. Ja? Das heißt, logisch getrennt, sowas wie ein User-Paket, in dem alle User verwaltet werden. Ein Main-Paket, in dem also nicht nur alle User verwaltet werden, sondern zum Beispiel auch die Logik für User drin ist, also zum Beispiel die Datenbank für Benutzer abgelegt wird. Dann haben wir da vielleicht noch Hierarchien, Vererbungshierarchien für Admin, für Rollen und so weiter und so fort. Sowas fällt dann in dieses Paket User, was natürlich schon alleine dieses Paket echt fett machen kann. Und dann haben wir zum Beispiel noch ein weiteres Paket mit einer anderen Logik drin, mit der Grafik drin, zum Beispiel eine UI, also irgendwie eine grafische Oberfläche können wir da reinpacken. Und dann haben wir vielleicht noch ein weiteres Paket mit einer Web-API und so weiter und so fort, ja. Und all diese Pakete werden automatisch in unserer Main.kotlin aufgerufen und gestartet und dann kann man da quasi alles mitmachen, was man möchte. So, das heißt, wir sagen jetzt hier erstmal, wir wollen hier wir machen de.morpheus
oder the-Morpheus muss ich ja eigentlich schreiben, the-Morpheus.user. Okay, so. Ja gut, okay, ich darf nicht Bindestrich schreiben. So, the-Morpheus.user. Okay, jetzt kann ich hier sagen, hey, das ist jetzt ein Paket und mit diesem Paket kann ich irgendwas anfangen. Das heißt, wir bauen uns jetzt dieses Paket und wir schieben natürlich unseren User in dieses Paket hinein. Okay, so, jetzt haben wir das ganze Ding hier in einem Paket drin und jetzt bauen wir uns noch ein weiteres Paketchen für unseren Main. Das heißt, wir sagen hier de.the-Morpheus.main. So, und da ist quasi unsere Logik für Main drin. Das heißt, alles, was wir zum Starten unseres Programmes brauchen. So, und jetzt, wenn wir das hier starten, sehen wir immer noch, es funktioniert. Das heißt, im Fall von Java oder sowas, da müsstet ihr jetzt relativ viel mit diesen Imports hin und her jonglieren. In Kotlin funktioniert das alles automatisch. Das heißt, das macht das schon alles für euch. Und das ist ziemlich angenehm, muss ich sagen. Allerdings gibt es auch Fälle, wo Kotlin nicht automatisch alles importiert. Und das beste Beispiel dafür findet ihr zum Beispiel im Paket Math. Ja? Das ist ein Paket, das zu Kotlin dazugehört, aber es ist nicht von vornherein schon dabei. Also so Sachen wie Listen oder Arrays oder Maps, das ist alles schon dabei. Das müsstet ihr in Java nochmal separat importieren, aber das ist bei Kotlin dabei. Sachen wie Mathe, also mathematische Operationen, wirklich viele davon, die sind nicht automatisch schon importiert. Und die müsst ihr dann quasi noch separat hinzufügen. Was ihr dann also macht, ist, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, wie das Paket heißt, ihr tippt einfach ein, hey, ich möchte jetzt Mathe machen, also Math, ja. Dann drückt ihr Steuerung Leertaste und dann steht da Math aus Java.lang, das wäre dann die Java-Variante von Mathe, dann nochmal Math aus Java.lang, Math-Kontext aus Java.math und dann haben wir hier Math-KT von Kotlin.math, ja, das ist die Kotlin-Variante. Und die rufen wir jetzt auf und dann sehen wir hier, okay, das Ding wird automatisch schon für mich importiert, wobei wir natürlich nicht unbedingt Kotlin Math, also Math KT haben wollen, sondern wir wollen einfach alles aus dem Paket von Mathe haben, ja. So, und jetzt kann ich hier alles aufrufen, was in meinem Paket drin ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, gib mir doch bitte zum Beispiel Println zum Beispiel Pi aus. Sagen wir einfach mal Pi. Dann sagen wir hier, hey, wir wollen gerne Pi ausgeben. Ja, Pi ist in Kotlin.math drin. Das heißt, wenn ich das nicht machen würde hier, dann würde ich hier einen Fehler kriegen. Wir finden es quasi nicht. Diese Variable ist hier nicht definiert. Ja? Aber wenn ich quasi Kotlin.math importiere, dann findet es diese Variable oder ja, was auch immer das genau ist. Ist eigentlich eine Konstante, keine Variable, deswegen sage ich, was auch immer es ist. Und wir finden es in Kotlin.math, das heißt, es wird hier automatisch für mich importiert und ich kann es ausgeben. Und wir sehen, dass es einen Fehler gibt, obwohl es keinen Fehler geben sollte. Es gibt eigentlich keinen Fehler. Und ja, es gibt mir eben Pi aus. Wundervoll. Und genau so funktionieren im Endeffekt Imports. Das heißt, in Kotlin werdet ihr hauptsächlich Dinge von anderen Menschen importieren müssen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel Module oder generell irgendwas reinzieht, also irgendwelche Bibliotheken verwendet, dann werdet ihr hier irgendwelche Imports brauchen. Und diese Bibliotheken, naja, die finden wir hier. Wir sehen, hier haben wir schon die Kotlin Runtime Library und die JRE System Library. Das ist quasi Java und das hier unten ist Kotlin. Und hier finden wir dann auch in Kotlin.bin die ganzen anderen Packages und hier sehen wir auch, was da genau draus gemacht wurde. Und hier oben sehen wir dann auch die Java System Runtime Library und so weiter und so fort. Aber ja, wir können hier noch mehr reinziehen. Beispiel dafür, das habe ich hier oben schon gemacht, wären JUnit-Tests. Mit denen könnt ihr dann auch arbeiten. Dazu müsst ihr quasi die JUnit Library reinziehen hier und dann könnt ihr sie verwenden. Dann müsst ihr sie aber auch natürlich noch importieren. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool, aber wie gesagt, Imports halten sich in Kotlin relativ gering, das ist nicht so viel, weil eben schon sehr viel automatisch importiert wird für euch. Alles klar, das war's von meiner Seite erstmal wieder, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.